Alrighty dann Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Und heute Stichwort Battle of the Five Nations Assassinen. Der Assassine auf S41 Deutschland ist ja mein Main-Char. Und als der Server offiziell startete, sind aber auch andere Server offiziell gestartet. S14 Frankreich, S18 Ungarn, S33 Tschechien und S38 Polen. Und dort gibt es auch Assassinen. Und ich werde euch jetzt im Anschluss einfach mal kurz mitnehmen über SF Game Tools die jeweils Top 5 eines jeden Servers rein Assassinen gegenübergestellt. Und da werden wir mal kurz drüber reden. Wo könnte ich stehen? So, ich weiß gerade nicht, wie man ausblenden kann, aber es fängt an mit Zen Hu. Assassine 397, 30% Mount. Er hat geskillt knapp über 9100 insgesamt. Ja, das ist quasi der schlechteste der Top 5 gegenübergestellt aus Ungarn. Danach Olvas Catalan und Füligfred kommen auch aus Ungarn. Die sind knapp über 400. Einer mit einem sehr relativ niedrigen SA hier, aber immerhin schon auf 11.000 bis 12.000 Skillpunkte. Da fängt es also an. Danach kommt der erste aus dem polnischen Server, Demolition Man heißt er. Er ist 454 derzeit. Deutlich besseres SA. Hat auch schon 8.277 Main-Attribute geskillt, genauso wie Ausdauer. Man sieht auch hier rechts in den Werten, dass er durch Rüstung etc. auf jeden Fall auch schon deutlich stärker ist. Aber wir gucken vor allen Dingen auf die Skillpunkte. Demolition Man, ja, ist da am Start. Dann darüber kommt Eridane und Belay, die ersten vom französischen Server. Auch ungefähr im gleichen Level. Die haben nicht mehr Skillpunkte als Demolition Man. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die besser sind. Demolition Man aber hat keinen Mount mehr drin. Er könnte also inaktiv sein. Eridane hat nur einen 30er Mount, das heißt, hier wäre Belay jetzt am besten. Und darüber steht Kneidi. Kneidi ist vom S41 DE Server. Und ich sehe gerade, ihr könnt den Server nicht ganz sehen, so ist besser. Kneidi ist 473. Und er hat immerhin schon fast 18.000 an Skillpunkten insgesamt, wenn wir Geschick, also Main-Attribut hier, und Ausdauer gegenüberstellen. Ja? Und das einfach zusammenrechnen. Darüber kommt Xilowski von ebenfalls dem polnischen Server. 465 ist er im Level. Und er hat hier auch, ja, er hat ähnlich viel geskillt wie Kneidi. Gefühlt würde ich ja sogar sagen, ein bisschen weniger. Also da ist auch der Platz oder der Kampf um die Top-Plätze gegeben. Und dann kommen wieder zwei ungarische Spieler. Das heißt, wir sind da schon durch mit den Top 5 Ungarn. Belburin und Ghostflash. Also Ghostflash würde ich sagen, ist insgesamt doch der stärkste. Auch wenn wir jetzt rechts mal auf die Werte insgesamt gucken. Von den Ungarn. Er hat zwar schlechtere Skills, aber er hat besseren Ausrüstungsgegenstände oder Steine, wie auch immer. Man kann auch mal gucken, er hat eine 33er Mine. Und Velburin zum Beispiel hat nur eine 25er Mine. Also da kommt natürlich auch ein Unterschied her. Auch wir sehen, dass Velburin viel bessere Runen hier dabei hat als Velburin. Deshalb ist Ghostflash von den Ungarn der stärkste, aber insgesamt fällt er ab. Darüber kommt Lord Alucard, der erste des tschechischen Servers. 499 hat er aber schon Level. Er hat auch schon hier 27.000 Skillpunkte insgesamt. Das ist deutlich mehr als die unter ihm. Und er steht jetzt hier, weil er halt sein Main-Attribut auf 16.703 geskillt hat. Aber er hat eben Ausdauer über 11.000. Damit hat er insgesamt relativ viel. Auch hier in den Werten mit der Rüstung ist er bei 64.000 und 56.000. Ist also auch nochmal deutlich besser als die anderen beiden, die wir gesehen haben. Darüber kommt Isabella 41 vom deutschen Server. Hier sind die Skills auch sehr, sehr stark. Insgesamt fast 30.000 an Skillpunkten. Auch in der Ausrüstung recht gut unterwegs und deutlich besser als zum Beispiel Char Rodeje, der vom polnischen Server wieder kommt.
Den seht ihr jetzt gar nicht mehr. Momentchen. So. Ja. Hier, Chardonnay. Der hat nur wieder 22.000 Skillpunkte, ne? Die anderen beiden hatten halt deutlich mehr. Dennoch ist er von der Ausrüstung her recht gut unterwegs. Also hält er sich da so ein bisschen. Hat aber auch nur einen 30er Mount, also wird wahrscheinlich verlieren. Danach kommt Ilyas Viel. Ja, Ilyas Viel ist dann am Start. Und der kommt wieder vom französischen Server. Der hat 30.000 Skillpunkte, ja. Ist aber von der Ausrüstung wieder schlechter. Rein von den Skillpunkten aber ist er stärker als die anderen beiden. Und darüber kommt dann als nächstes Sedak, Petak und Mobi. War alle drei von tschechischen Servern. Da recht knapp vom Level sind so unterschiedlich, 468 bis 494. Aber ja, man sieht, Mobi hat 30.000 Skillpunkte insgesamt. Petak sogar ein bisschen mehr. Und Sedak hat 35.000 Skillpunkte. Und von den insgesamten Werten ist er aber ein bisschen schlechter. Also rein von den Skills her ist Sedak besser unterwegs. Da ist ja auch vom Level her ein bisschen höher. Aber Mobi hat das höhere Level nochmal, die bessere Ausrüstung. Das ist sehr knapp. Die sind halt alle auf einem Server, ne? Also man könnte echt sagen, dass die sehr viele knappe Kämpfe austragen. Darüber kommt jetzt als nächstes Czekolada. Czekolada kommt als nächstes. Czekolada ist vom polnischen Server 484. Er hat auch 35.000 Skillpunkte. Wir sehen, natürlich werden die Skills jetzt immer höher, immer besser. Auch von der Ausrüstung her wird es immer besser. Czekolada ist fast der stärkste Spieler der polnischen Server, was die Assassinen betrifft. Und darüber sehen wir Double B. Double B ist wiederum auf dem deutschen Server unterwegs. 504 ist er am Level. Er hat ausgeglichene Skillpunkte, insgesamt 48.000. Das ist nochmal ein Sprung nach oben. Er skillt ja 1:1. Ja, von den Ausrüstungsgegenständen jetzt hier, von den Werten her, dadurch auch in der Ausdauer deutlich besser. Also hier ist er bei knapp 145.000 insgesamt. Das ist mehr als alle anderen Spieler bisher unter ihm. Das heißt, Double B ist dort auch definitiv stärker als alle Spieler, die wir unten drunter gesehen haben. Das heißt, zum Beispiel bei den Tschechen hatten wir schon 4 Spieler. Wir hatten schon 3 Franzosen. 2 Franzosen. Wir hatten 3 deutsche Spieler. Wir hatten komplett ungarischen Server. Und bei den polnischen hatten wir auch schon 3 Spieler. Da kommt noch einer, der Goku. Der Goku, 21, 30.000 Skillpunkte auf dem Main, aber nur 10.000 auf Ausdauer. Das heißt, hier ist er schwächer. Wir sehen auch, dass er von den Ausrüstungsgegenständen Werten, also er ist zwar vom Level her recht hoch mit 508, aber ansonsten ist er eigentlich relativ schwach. Da wäre er schwächer als zum Beispiel ein gewisser Double B. Und jetzt nehme ich mich mal hier runter, denn wir bleiben mal bei den Top-Spielern. Als nächstes komme ich, der Han Rizzle mit 502. 35.000 Punkte auf Geschick. Ich gehe ja sehr stark auf Geschick. 17.000 in der Ausdauer, das macht 52.000. Das ist also mehr als Double B von den Skillpunkten. Und von der Ausrüstung habe ich halt auch über 20.000 Geschick mehr. Dafür 8.000 weniger Ausdauer. Da bin ich aber auch quasi stärker unterwegs als der Double B. Bin also auf dem deutschen Server bisher der stärkste. Darüber kommt Angele Dämon mit 549er Level. Das ist fast das höchste Level von allen Assassinen. Man sieht auch, dass er einfach nochmal eine ganz andere Hausnummer an Skills hat. Er hat fast so viele Skills wie ich. Main-Attribut halt auch auf Ausdauer. Ne? Da kommt wieder die Ausdauer dazu. Und auch bei den Werten hier, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das ist extrem. Er ist eigentlich im Moment, würde ich so sagen, so Top 2. Ja, er ist der zweitstärkste Assassine und kommt eben vom französischen Server.
Wobei, theoretisch könnte er vielleicht sogar der stärkste sein. Das ist sehr knapp. Wir sehen, darüber kommt der Refkin. Der Refkin 495. Der hat später angefangen auf S41, ist aber besser unterwegs. Der macht mehr Gold. Das ist mir vor einiger Zeit schon aufgefallen. Und trotzdem kann ich ihn auch nicht einholen. Der Refkin ist auf dem deutschen Server im Moment stärker einzuschätzen. Also hier hat er 4000 mehr auf Main. Dafür habe ich noch 4000 mehr auf Ausdauer. Das ist also sehr, sehr knapp. Aber von den Skills her hat er 3000 mehr auf Main und nur 2000 weniger als auf Ausdauer. Und auch vom Level her hat er ordentlich aufgeholt. Ich denke, wenn er so weiterspielt und ich auch so weiterspiele, wird der Abstand größer werden. Deshalb ist Refkin auf Server 41 für mich im Moment der stärkste Assassine. Danach komme halt ich. Und aber Angeli Demon vom französischen Server ist halt eine andere Hausnummer. Ja. Kaden, der Levelhöchste auf dem tschechischen Server mit 510, hat auch sehr viele Werte auf seinem Geschick, aber nur 9000 wiederum eine Ausdauer. Also eigentlich von den Skills sogar schlechter insgesamt als ich. Von den insgesamten Werten her spiegelt sich das auch wieder. Er hat zwar mehr Geschick, also auch schon über 100.000, aber nur 51.000 in der Ausdauer. Also Kaden ist zwar der stärkste Spieler von Tschechien, aber der tschechische Server insgesamt ist nach dem ungarischen Server eigentlich und eben dem polnischen Server der schlechteste. Also gegenüber S41.de hat er keine Chance, von den Assassinen her zumindest. Und aber auch gegen die top-französischen Spieler hat er im Bereich der Assassinen einfach keine Chance. Okunit kommt noch als nächstes auch auf dem französischen Server. Der hat ein Level von 528, hat 51.000 Punkte auf seinem Main-Geschick-Attribut und trotzdem immerhin 22.000 in der Ausdauer. Das sind insgesamt 73.000 Punkte, die er verskillt hat. Das ist nochmal mehr als Angeli Demon und 6.000, 7.000 Skillpunkte mehr. Und auch da sieht man natürlich, dass er dann insgesamt hier den höchsten Main-Wert hat in der Ausrüstung. Also den höchsten Geschickwert hat mit allem drum und dran. Und er hat immerhin trotzdem 82.000 Ausdauer. Das ist der zweithöchste Wert von allen Assassinen. 27.000 weniger Ausdauer, dafür knapp 17.000 mehr Main-Attribut. Also eigentlich ist Angeli Demon der stärkste und Okunit der zweite rein von der Theorie her. Das heißt natürlich nicht immer was, aber im Prinzip ist es schon so. Ja. Die beiden haben, der hat eine Gemmine von 87, der Angeli Demon, und der Okunit hat immerhin eine 41er. Die beiden sind extrem weit weg, muss ich sagen. Aber darüber kommt noch Max und Shakes, die wurden mit angezeigt. Ich konnte die jetzt nicht ausblenden. Die haben jetzt hier bei den Assassinen nichts zu suchen. Als Fazit kann man aber sagen, dass ich mit meinem Char jetzt mal über alle Server hinweg gesehen definitiv in den Top 5 bin. Tendenziell sogar in den Top 3, wobei mir Refkin hier auf diesem Server da gegebenenfalls den Rang abläuft. Die beiden französischen Spieler sind einfach zu krass. Kaden würde man schlagen, Double B würde man schlagen. Es ist halt Refkin im Moment, der dort, würde ich mal eigentlich fairerweise sagen, die Nase vorne hat. Und er hat später angefangen, ich kann es nur nochmal sagen. Ich habe halt extrem viele Daily Login verpasst, damit auch Level Ups. Ich habe sehr viel Gold verpasst, einige schon allein durch Alu. Ich habe auch sehr viel Stadtwache verpasst. Ne? Also sind so Faktoren jetzt über 2 Jahre hinweg gesehen, die dann wahrscheinlich auch so eine große Diskrepanz ausmachen. Warum eben gerade die beiden Franzosen extrem weit vorne sind von den Skillpunkten. Man wird sehen. Ich werde trotzdem mein Bestes weiterhin hier versuchen, ob ich diese Platzierung halten kann, ob sich jemand fortschreitet, ob wir vielleicht Abstände verringern können. Natürlich glaube ich jetzt im Moment nicht dran, aber man sieht, was es halt ausmacht. Also auf diesem Server bin ich eben auf jeden Fall in den Top 3 auf dem deutschen Server der Assassinen.
Und ja, das hätte man sich vielleicht jetzt nicht zwingenderweise vorstellen können. Klar habe ich zum Serverstart hier sehr viel reingebuttert, war da auch der Levelhöchste, ähm, 'ne ganze Zeit lang. Aber trotz dieser ganzen Missstände bin ich immer noch recht gut dabei und habe hier halt einen sehr starken Char, den ich natürlich eben deshalb auch weiterspielen werde. Und ja, ich denke mal, in einem Jahr oder so gucken wir uns das einfach mal wieder an, wie da die Statistiken aussehen. Und da bin ich gespannt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Haut auf jeden Fall rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.